Es ist ein lauter und heißer Sommer in Wien. Ausgerechnet an unserem Abreisetag beginnt es zu regnen. Ich habe nicht viel Zeit zu packen. Ja, wie man sieht, der Start ist heute alles andere als ideal. Es regnet ziemlich, aber das schreckt uns natürlich nicht ab. Ich gehe jetzt mal die Bonnie holen und dann geht es schon los zum Bahnhof. Unser Plan ist es, mit dem Nachtzug von Wien nach Feldkirchen-Vorarlberg zu fahren. Von dort geht es über Liechtenstein und der Schweiz nach Italien. Es ist bereits dunkel, als ich aufbreche. Die Verladerampe ist irgendwo außerhalb des Hauptbahnhofs und irgendwie schwer zu finden. Irgendwann finde ich sie dann aber doch. Gleich links, den Tunnel nach oben und warten am Beisteig. Danke! Kurz nach mir treffen auch Stefan und Kilian mit ihren Motorrädern ein. Und motiviert. Wir beginnen mit der Verladung. Es ist ganz schön eng und niedrig auf dem Waggon. Was? Fertig. Auf uns wirkt die Verladung etwas chaotisch. Es ist immer ein seltsames Gefühl, wenn man sein Motorrad in fremde Hände gibt. Aber die Burschen von der ÖBB machen einen tollen Job. Der letzte, oder was? Hallo. Hallo. Okay. Wenig Platz, oder was? Ja, für 3 Personen ist das ein bisschen wenig. Kriegen wir hin. Prost. Cheers. Ein scheiß kleines Team. Ein verdammt scheiß kleines Hast du schon Zimmer. gezeigt? Ja, wie soll ich Ihnen das zeigen? Dreh dich mal. Ja, da ist die Wand. Es ist wirklich klein, Jesus, ja, sehr klein. aber irgendwie, wir werden das wieder mal schaffen wie immer. Die Nudeln in Italien werden hoffentlich besser. Schwierig. Ist nicht so das Wahre. Ist der Prosecco wenigstens gut? Ja. Es darf nur nicht ordentlich wackeln, weil dann. It's alright. Viel Schlaf bekommen wir nicht. Dafür kommen wir pünktlich in Vorarlberg an. Und ein Frühstück gibt's auch noch. Das Entladen in Feldkirch geht recht flott. Wir packen unser Gepäck auf die Motorräder. Es ist etwa 8 Uhr und die Temperaturen sind noch angenehm kühl. Tschüss.
schnell wie wir vom Zug gerollt sind wir auch schon an der schweizerischen Grenze und fahren erstmal nach Liechtenstein, ganz ohne Grenzkontrollen. Kurz vor Vaduz biegen wir noch auf die einzige in einem Reiseführer erwähnte Straße in Liechtenstein ab und fahren vorbei am Schloss Vaduz über die schmalen Bergstraßen Richtung Schweiz. In Davos bleiben wir kurz stehen, bevor es hinauf auf den Flüeler Pass geht. Es wird immer kühler. Pause. Ja. Der Flüeler Pass ist ein 2383 Meter hoher Gebirgspass zwischen Davos und Souche. Die Kehren und die Berglandschaft sind atemberaubend. Die maximal erlaubten 80 km/h in der Schweiz machen die Fahrt zu einem sehr gemütlichen Erlebnis. Ein paar lahme Harnis muss ich aber noch überholen. Die gut asphaltierte Straße windet sich vorbei an Gebirgsseen und Felsmassiven. In gemütlichem Tempo geht es durch diese spektakuläre Landschaft, ehe wir wieder langsam Serpentine um Serpentine talwärts Richtung Ofenpass fahren. Der Ofenpass liegt etwas tiefer und führt durch wunderbar erfrischende Nadelwälder. Trotz Wochenende hält sich der Verkehr bis jetzt in Grenzen und wir kommen gut voran.
Um die Mittagszeit passieren wir die italienische Grenze. Auch hier gibt es trotz Epidemie keinerlei Kontrollen. In Prat am Stilfserjoch bleiben wir stehen. Schaut die Pause aus. Suchen wir uns was zum Essen? Kaffee oder so? Oder Ich hätte dann Hunger. Ja. 12:08 Uhr. Wenn wir jetzt was essen, wäre es gescheit. Ja. Gesagt, getan. Und wie zu erwarten, ist die Pasta und der Espresso in Italien ausgezeichnet. Was uns jetzt erwartet, ist eine Legende. Der Passo di Stelvio oder auf Deutsch Stilfserjoch. Mit 2757 Metern ist er der höchste asphaltierte Gebirgspass Italiens und verbindet Prat in Südtirol mit Bormio in der Lombardei. Spitzkehren sind es hinauf zur Passhöhe und die haben es in sich. Je höher wir steigen, desto enger und steiler werden sie. Mit dem Gegenverkehr wird es da schon mal recht eng. Kehre um Kehre treiben wir unsere Motorräder hoch. Wie es scheint, haben wir es auch heute mit dem Verkehr gut erwischt. Ein paar rücksichtslose Entgegenkommende gibt es in solchen Straßen leider immer. Ich stecke nur kurz im Verkehr und sonst habe ich fast freie Fahrt und es geht hoch hinaus über die Waldgrenze. Ist technisch durchaus eine Herausforderung, aber er belohnt mit atemberaubender Aussicht und kühlen Temperaturen. Vereinzelt liegt noch Schnee, die Straßen sind aber weitgehend trocken.
Fuck. Ja, für einen Anfänger ist das nichts. Ja. Wenn man keine Radfahrer hat, die irgendwas machen. Das Beste ist, der fährt, ich fahre hinter einem und der fährt einfach dann geradeaus weiter in der Serpentina. Hinab Richtung Bormio ist es weniger steil und auch die Kurven sind nicht mehr ganz so eng. Was könnte man sich Schöneres wünschen, außer diese Straße für ein paar Stunden für sich allein zu haben? Die beiden GS-Fahrer sind zwar ziemlich rücksichtslos unterwegs, aber sie liefern mir schöne Bilder. Irgendwie finde ich es gut, dass ich die Kern wesentlich enger schaffe als die beiden. Das war eng. Aber Respekt für den Busfahrer. Am Weg runter kommt uns eine Gruppe Mopedfahrer entgegen, die ihre Maschinen den Berg hochquälen. Unser eigentliches Ziel, den Gardasee, werden wir heute nicht mehr erreichen. Wir beschließen, am Campingplatz in Ossana zu bleiben und schlagen unser Lager für die Nacht auf. Bei leckerer Pizza und Hauswein aus der Karaffe
lassen wir den Tag ausklingen, bevor wir erschöpft in unsere Zelte fallen.